Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Heute haben wir ein spannendes Thema für euch. Perfektionismus. Ja, ihr habt richtig gehört. Dieses Streben nach Perfektion, das uns manchmal bremst. Aber keine Sorge. Lisa und ich werden euch heute helfen, Perfektionismus zu überwinden. Lisa, woran denkst du, wenn du das Wort Perfektionismus hörst? Hallo zusammen. Perfektionismus ist ein interessantes Thema. Es klingt vielleicht zunächst positiv. Wer will nicht perfekt sein, oder? Aber in der Realität führt Perfektionismus oft zu Stress und Unzufriedenheit. Menschen setzen sich unrealistische Ziele und sind selten zufrieden mit ihren Leistungen. Das kenne ich nur zu gut. Immer dieses Gefühl, es müsste noch besser sein, auch wenn man eigentlich schon gute Arbeit geleistet hat. Das macht einen doch wahnsinnig, oder? Ganz genau, Felix. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir Perfektionismus loswerden sollten. Es ist nämlich wichtig zu erkennen, dass Perfektion eine Illusion ist. Niemand ist perfekt, und das ist auch gut so. Bevor wir weitermachen, lass uns kurz ein paar Begriffe klären, die wichtig sind, um das Thema besser zu verstehen. Zum Beispiel unrealistische Ziele. Das sind Ziele, die so hoch gesteckt sind, dass sie kaum erreichbar sind. Und Unzufriedenheit beschreibt das Gefühl, wenn man einfach nicht glücklich oder zufrieden mit sich selbst ist. Perfektionismus führt oft genau dazu. Man ist nie wirklich zufrieden, weil man ständig denkt, es hätte noch besser sein können. Ah, das macht Sinn. Es ist also wichtig, realistische Ziele zu setzen und sich selbst auch mal Pausen zu gönnen, oder? Und Illusion. Das ist wie eine Täuschung, richtig? Man denkt, etwas ist wahr, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so? Genau, Felix. Perfektionismus ist eine Täuschung, weil es keine perfekte Arbeit oder perfekte Menschen gibt. Man verliert viel Energie, wenn man nach Perfektion strebt. Stattdessen sollten wir uns auf Fortschritte konzentrieren, nicht auf Perfektion. Also kleine Schritte machen, anstatt immer das große perfekte Ergebnis zu wollen. Das klingt doch schon entspannter. Aber Lisa, wie kann man denn lernen, diesen Perfektionismus loszulassen? Eine sehr gute Frage. Der erste Schritt ist, sich seiner Gedanken bewusst zu werden. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du etwas perfekt machen musst, frage dich, warum denke ich das? Wird die Welt untergehen, wenn ich nur 80% gebe? In den meisten Fällen ist die Antwort nein. Und da kommt ein wichtiger Begriff ins Spiel: Selbstakzeptanz. Das bedeutet, sich so anzunehmen, wie man ist, mit all seinen Stärken und Schwächen. Das ist der Schlüssel, um sich von Perfektionismus zu lösen. Selbstakzeptanz. Das klingt stark. Sich selbst annehmen, mit all seinen Ecken und Kanten. Aber das ist manchmal gar nicht so leicht, oder? Vor allem in einer Welt, in der alles auf Leistung ausgerichtet ist. Ja, das stimmt. Aber Selbstakzeptanz kann man üben. Zum Beispiel, indem man sich bewusst macht, dass Fehler zum Lernen dazugehören. Fehler sind kein Zeichen von Schwäche, sondern eine Chance, sich zu verbessern. Das nächste Wort, das ich erklären möchte, ist Fehlerkultur. In Deutschland spricht man oft davon, dass wir eine bessere Fehlerkultur brauchen. Das bedeutet, dass wir offener mit Fehlern umgehen sollten und sie nicht als etwas Negatives betrachten. Sie sind ein natürlicher Teil des Lernprozesses. Ah, Fehlerkultur. Also quasi eine Kultur, in der Fehler erlaubt sind und sogar gewünscht, weil sie uns voranbringen. Das klingt gut. Ich glaube, in vielen Bereichen unseres Lebens haben wir Angst vor Fehlern, aber eigentlich sollten wir sie eher umarmen, oder? Ja, genau, Felix. Anstatt zu denken, oh nein, ich habe einen Fehler gemacht, sollten wir denken, was kann ich aus diesem Fehler lernen? So wird jeder Fehler zu einer Gelegenheit, besser zu werden. Das finde ich super. Es nimmt den Druck raus und gibt einem die Freiheit, Dinge auszuprobieren, ohne Angst zu haben, zu versagen. Aber was wäre denn ein praktischer Tipp, wie man im Alltag gegen Perfektionismus ankämpfen kann? Ein sehr praktischer Tipp ist es, sogenannte gute Genug-Ziele zu setzen. Anstatt zu versuchen, alles perfekt zu machen, setze dir das Ziel, dass es gut genug ist. Das bedeutet, dass du immer noch dein Bestes gibst,
aber ohne den Druck, dass alles perfekt sein muss. Und ein weiterer Tipp ist die 80-20-Regel. Diese Regel besagt, dass 80% der Ergebnisse oft schon mit 20% des Aufwands erreicht werden. Das heißt, manchmal lohnt es sich nicht, 100% zu geben, weil man mit weniger Aufwand schon fast das gleiche Ergebnis erzielen kann. Die 80-20-Regel. Das klingt nach einem echten Gamechanger. Also, anstatt mich bei jeder Kleinigkeit zu verlieren, sollte ich lieber Prioritäten setzen und schauen, wo ich mit weniger Aufwand viel erreichen kann. Und das Gut-genug-Ziel, das ist ja auch eine super Idee. Da fühle ich mich gleich weniger gestresst. Genau, Felix. Es geht darum, klug mit seiner Energie umzugehen und nicht zu versuchen, überall perfekt zu sein. Das bringt uns zu einem weiteren Punkt: Zeitmanagement. Wenn man sich realistische Ziele setzt und Prioritäten klar definiert, bleibt man motiviert und vermeidet Überforderung. Ja, Überforderung, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, viele von uns kennen das Gefühl, sich zu viel vorzunehmen und dann am Ende gar nichts richtig zu schaffen, weil man sich verzettelt. Lisa, hast du Tipps, wie man da besser organisiert bleiben kann? Ja, Felix. Ein guter Tipp ist es, To-Do-Listen zu erstellen, aber nicht zu lange. Man sollte sich jeden Tag nur 3 bis 5 Hauptaufgaben setzen. Das sorgt dafür, dass man den Überblick behält und nicht in Panik gerät, weil die Liste endlos erscheint. Und das bringt mich zu einem neuen Begriff: Prioritäten setzen. Das bedeutet, dass man entscheidet, welche Aufgaben am wichtigsten sind und zuerst erledigt werden sollten. So bleibt man fokussiert. Ah, Prioritäten setzen. Das kenne ich. Manchmal fällt es schwer, alles in die richtige Reihenfolge zu bringen. Aber ich merke schon, dass das eine große Hilfe ist, um nicht in Perfektionismus zu verfallen. Richtig. Und wenn du dann am Ende des Tages auf deine Liste schaust und merkst, dass du deine wichtigsten Aufgaben erledigt hast, kannst du stolz auf dich sein, auch wenn nicht alles perfekt war. Das ist echt motivierend, Lisa. Also, weg mit dem Perfektionismus und hallo Fortschritt. Ich glaube, ich werde gleich heute damit anfangen, meine To-Do-Liste neu zu strukturieren und mich auf gut genug zu konzentrieren. Hast du zum Abschluss noch einen letzten Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit Perfektionismus kämpfen? Ja, ich würde sagen, erlaube dir selbst, unperfekt zu sein. Niemand erwartet von dir, perfekt zu sein, also sei nicht so streng mit dir selbst. Und denk daran, dass Fortschritt wichtiger ist als Perfektion. Das sind doch mal weise Worte, Lisa. Ich hoffe, ihr da draußen konntet heute ein paar wertvolle Tipps mitnehmen, um den Perfektionismus in den Griff zu bekommen. Denkt daran, es muss nicht alles perfekt sein. Hauptsache, ihr macht Fortschritte und bleibt motiviert. Genau, Felix. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vergesst nicht, Übung macht den Meister, nicht Perfektion. Bis zur nächsten Folge. Bis dann und bleibt entspannt.